Hier beim neuen iPhone-Kurs kommt heute die Aufgabe 8. Speichere die Nummer von Anne ab. Wo finde ich denn alle gespeicherten Kontakte auf dem iPhone? Telefonnummern speichert man in der App Kontakte und das Symbol, das hat immer hier so ein Männchen drauf. Hier ist meine App Kontakte und hier tippe ich einmal drauf, um diese App zu öffnen. Ich habe hier momentan nur einen Kontakt. Hier links oben gibt es einen Pfeil. Hier tippe ich mal drauf. Damit wird mir der Speicherort angezeigt. Meine Kontakte werden momentan alle hier in der iCloud gespeichert. In den Einstellungen könnte ich mir hier auch was anderes aussuchen. Ich könnte die Kontakte zum Beispiel auch auf dem Google-Konto speichern. Ich lasse das hier bei der iCloud, tippe hier auf alle Kontakte und damit komme ich hier wieder zur Liste meiner Kontakte. Das ist also die App Kontakte. Und wie kann ich jetzt einen neuen Kontakt hinzufügen? Immer wenn ich was Neues eingeben möchte, dann suche ich das Plus. Das Plus ist hier rechts unten. Ich tippe hier einmal drauf und damit öffnet sich hier die Eingabemaske. Hier wird gleich schon mal nach dem Vornamen gefragt. Das ist hier die Anne. Ich tippe hier auf die nächste Zeile. Schöne. Jetzt gehe ich hier weiter nach unten. Als nächstes kann ich hier die Telefonnummer hinzufügen. Ich tippe hier auf das Plus. Und jetzt wird hier eine neue Zeile generiert und hier ganz am Anfang in blau finde ich mobil. Hier kann ich bestimmen, was für eine Telefonnummer das ist. Ich tippe hier mal drauf. Hier gibt es eine Auswahl. Ich könnte es jetzt hier auch Privat oder Arbeit nennen. Und hier unten könnte ich mir sogar noch mein eigenes Etikett schreiben. Ich bleibe hier bei mobil. Mit dem X kann ich das wieder schließen. Und jetzt gebe ich die Nummer ein. Das ist Plus 49 für Deutschland. Ich tippe hier links unten. Hier finde ich das Plus 49. Das ist jetzt also die Mobilnummer von Anne. Jetzt könnte ich auch noch eine zweite Telefonnummer hinzufügen. Ich mache das mal. Ich tippe hier auf das Plus. Hier wird mir schon privat angeboten. Ich tippe hier nochmal drauf. Ich nenne das jetzt hier mal Arbeit. Und auch hier gebe ich wieder Plus 49 für Deutschland ein. Und die nehmen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die zwei Telefonnummern. Damit gehe ich hier weiter nach unten. Als nächstes kann ich eine E-Mail hinzufügen. Auch das machen wir. Die nennen wir jetzt einfach nur Anne@ und das nenne ich jetzt hier Beispiel.com. Man könnte ein Pronomen hinzufügen. Ich könnte mir hier nur für die Anne einen eigenen Klingelton aussuchen. Dann würde ich quasi am Klingeln schon erkennen, dass es die Anne ist. Dasselbe gilt hier für den Nachrichtenton. Ich könnte mir hier noch eine Webseite hinzufügen. Hier die Adresse, die möchte ich gerne hinzufügen. Das nehmen wir jetzt einfach nur meine Straße. Postleitzahl und die Stadt. Das ist die Adresse. Den Geburtstag, den möchte ich natürlich auch hinzufügen. Dann nehmen wir einfach mal den 1. April. Und das Jahr fügen wir auch noch dazu. Nehmen wir mal 2000. Damit gehe ich weiter nach unten. Ich könnte noch ein weiteres Datum hinzufügen. Man könnte ja auch noch Social Media hinzufügen. Hier tippe ich mal drauf. Hier werden mir jetzt schon verschiedene Kanäle angeboten. Das brauche ich jetzt nicht. Das mache ich wieder zu. Und mit diesem Minus kann ich es auch wieder rauslöschen. Jetzt gehe ich hier noch einmal ganz nach oben. So bin ich jetzt schon ganz zufrieden. Als letztes möchte ich hier noch ein Foto hinzufügen. Ich tippe also auf Foto hinzufügen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte ein Foto auswählen oder hier nur so die Buchstaben. Dann gibt es hier noch Memoji. Das sind hier so kleine Bildchen, wo man auch noch über die Kamera die Kopfbewegung mit einbeziehen kann. Oder eben hier auch so ein ganz normales Emoji. Hier unten werden mir schon welche angeboten. Ich suche mir hier so ein Memoji aus. Und als nächstes kann ich noch auswählen, ob ich diesen runden Kreis möchte oder das Ganze als Poster dargestellt. Dann geht es halt über den ganzen Bildschirm. Ich nehme jetzt hier mal das Poster. Und hier rechts oben mit diesem Häkchen kann ich das Ganze bestätigen. Und jetzt tippe ich hier noch auf Fertig. Damit habe ich das hinzugefügt. Damit habe ich alles eingetragen. Jetzt auf gar keinen Fall Speichern vergessen. Und um das Ganze jetzt abzuspeichern, tippe ich hier rechts oben auf dieses blaue Häkchen.
Das ist also der Kontakt von Anne. Hier unten kriege ich schon verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Anne jetzt eine Nachricht schicken, ich könnte sie anrufen. Der Videocall, der ist grau, der ist nicht möglich, aber ich könnte Anne auch sofort eine E-Mail senden. Ich bin mit dem Kontakt hier zufrieden und hier links oben geht es zurück. Und so sieht jetzt mein neuer Kontakt hier in meiner Übersichtsliste aus. Damit ist der neue Kontakt abgespeichert. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Kontakten auf dem iPhone. Bis dahin, tschüss!